Concord leistet einen Beitrag zum Klimaschutz. Wohnmobil für Klimaschutz, ein Verein, gemeinnützig, wohnmobil für Klimaschutz.de. Das Ganze macht jemand öffentlicher Dienst, Bundeskriminalamt. Du bist jetzt in Rente, in Pension, oder? Ja, das stimmt. Seit 2 Jahren bin ich fertig und habe mir gedacht, ich muss noch mal was Sinnvolles tun nach 40 Jahren Berufsjahr. Ja, es ist ja schwierig, sowas an den Mann zu bringen. Klimaschutz ist ja heute das Thema, aber was macht ihr denn ganz genau? Das ist etwas erklärungsbedürftig, oder? Ja, in der Tat. Das stellen wir auch fest. Man muss ein paar Worte mehr verlieren. Also in erster Linie sind wir Wohnmobilisten, die gerne etwas für die Natur und für die Umwelt tun wollen. Und was könnte man denn machen? Ja, wir pflanzen Bäume, also wir spenden aus unseren Beiträgen Bäume und pflanzen die auch selbst. Das heißt, wir treffen uns tatsächlich bundesweit zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten, spenden dort Hunderte von Bäumen. Also insgesamt haben wir mittlerweile 3.500 Bäume gespendet und gepflanzt, reisen an mit Spaten und Wohnmobil und pflanzen die Bäume tatsächlich mit dem Förster selbst. Das ist ein super Erlebnis, das macht Spaß. Und nach getaner Arbeit setzt man sich zusammen und trinkt noch gemütlich ein Schlückchen Wein oder ein Schlückchen Bier und quatscht über unser gemeinsames Hobby. Ja, du wohnst in der Nähe von Frankfurt. Da sieht es nicht so toll aus im Wald, oder? Ja, das stimmt. Ich komme aus dem Taunus und wenn ich aus der Tür schaue, aus dem Fenster schaue, dann sehe ich auf zerstörte Waldflächen. Und das war auch ein Grund, weswegen ich gesagt habe, verdammt nochmal, wir als Wohnmobilisten sollten vielleicht wirklich vorrangig was tun. Wir sind viel in der Natur unterwegs. Wir profitieren auch von einer intakten Natur und deswegen lasst uns was tun. Man kann da ja nicht rangehen und kann die Leute direkt überzeugen oder zwingen, das müssen die schon freiwillig machen. Das Thema Naturschutz steht zum Beispiel drauf bei großen Konzernen. Du kaufst jetzt, das Müsli und wir pflanzen einen Baum. Ihr pflanzt wirklich Bäume, oder? Ja, wir pflanzen sie wirklich. Und das ist immer wieder ein tolles Erlebnis, so einen jungen Baum in die Erde zu setzen. Vor allen Dingen deshalb, weil wir immer sagen, im Schatten dieses Baumes werden wir nicht mehr sitzen, sondern das werden künftige Generationen sein, die da sitzen. Unsere Kinder, unsere Kindeskinder. Und das war Schönes, sowas für die Zukunft zu tun. Ja, der Wandel ist ja spürbar. Deutschland ist mittlerweile ein großes Weinbaugebiet. Überall der Rotwein wird jetzt sogar schon angepflanzt. Ich habe gehört, in Portugal, da sieht es ganz übel aus, ganz trocken unten in Portugal, wo Leute noch erwähnt haben, dass da früher mal Fauna und Grün war. Ist jetzt alles da. Ihr merkt den Klimawandel? Ja, also wir reden ja auch mal mit den Förstern, wenn wir vor Ort sind. Ja? Und die Förster erklären uns dann auch immer, was mit dem Wald passiert. Und es ist die Trockenheit gerade in den letzten 3-4 Jahren, die den Wald zu schaffen gemacht hat. Und dazu kommt dann der Borkenkäfer und Stürme. Ja, die Stürme sind auch mehr geworden, das spürt jeder. Und das zerstört den Wald. Ja? Die Bäume knicken um und riesige Waldflächen sind frei. Und auf Naturverjüngung nur zu setzen, das reicht nicht aus, nach Auffassung der meisten Förster, sondern man muss dem Wald schon ein bisschen behilflich sein. Und wir pflanzen bei diesen Aktionen deswegen auch immer nicht nur eine Baumsorte, sondern in der Regel 3, 4, 5 verschiedene Baumsorten. Mischwälder, ja, damit einfach das Ganze nachhaltig ist. Concord ist dabei. Du hast auch selbst einen Baum gepflanzt. Ich zeige ihn mal gerade. Der ist jetzt, wie alt ist der Baum? 25 ist der Baum. Du bist der Sohn, muss man sagen. Ich bin der Sohn. Dein Vater hat vieles vor. Der ist ja straight, so kann man sagen. Ja. Wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, dann macht das auch, oder? Ja, ich bin super stolz auf ihn. Ich weiß noch, wie wir auf die Idee kamen oder wie er auf die Idee kam. Das war abends bei einem Wein tatsächlich bei uns zu Hause auf der Terrasse. Und dann hat er gesagt, er zieht das jetzt durch. Und mittlerweile über 150 Mitglieder, knapp 200. Ich meine, das schafft man mal nicht eben so. Ja? Und ich glaube, das hat er mit seinem Dickkopf ganz schön gut durchgekriegt. Und ich meine, Klimaschutz, merken wir hier auch, ist ein Thema, was deutlich mehr noch besprochen werden muss. Aber man merkt auch, man muss die Leute auch mal so ein bisschen dazu bekommen, auch den Klimaschutz nochmal aktiv dann auch zu leben. Und dann mit so einem Verein natürlich umso besser. Ne? Ja, das Ganze hat auch mit Geld zu tun, muss man sagen. Wie wird das Geld denn eingebracht in den Verein? Wie funktioniert das? Da sind zum Beispiel Förderer wie Concord dabei, aber auch andere? Genau, also man hat die Fördermitglieder, die den Verein unterstützen, aber natürlich auch die Mitglieder, die dann
ihren Beitrag dazu zahlen können. Und Preis ungefähr, was sagt man? ja, wir haben mal so eine Rechnung aufgemacht, 1 Cent pro gefahrenen Jahreskilometer. Jetzt haben wir hier vorhin aber jemanden getroffen, der gesagt hat, der ist in den letzten 3 Jahren 120.000 Kilometer gefahren. Ne? Der wäre ja dann arm. Deswegen sagen wir, jeder Euro hilft. Und so zwischen 50 und 100 Euro im Jahr. Ja, genau, im Jahr ist so der Beitrag, den man zahlen kann, womit man auch wirklich schon einen großen Teil bewirken kann. Das Schöne ist, ich kann es von der Steuer absetzen. Wenn ich jetzt einen Höchststeuersatz habe von 47%, zahle ich ja nur die Hälfte effektiv. Ich kriege das Einkommenssteuer-Jahresausgleich ja zurück, als Beamter nicht, oder? Nein, das nicht. Aber in der Tat, wir sind gemeinnützig. Ja. Das heißt, sowohl die Beiträge der Mitglieder als auch die der Fördermitglieder können steuerlich geltend gemacht werden. Aber das ist für die wenigsten wirklich der springende Punkt. Ja, also ich spüre das immer bei den Pflanzaktionen. Das sind Menschen, die einfach sich für irgendwas engagieren wollen, was Sinn macht. Wie viele Leute kommen denn da so zusammen mit Wohnmobilen? Also wir sind in der Regel so zwischen 15 und 25 Personen. Personen. So 10 Fahrzeuge. Jetzt werden ja viele sagen, ihr fahrt dahin mit Dieselfahrzeugen und so weiter. Was ist dein Argument? Ja, mein Argument ist zum einen, was ist die Alternative? Ja. Und zum anderen, sagen wir mal, sind wir bundesweit verteilt, was die Mitgliederstruktur angeht. Und wir schauen schon, dass wir die Pflanzgebiete so wählen, dass möglichst viele Mitglieder drumherum wohnen, dass die Anfahrtswege kurz sind. Genau, das ist ja wichtig, dass man fährt. Wohnmobile sind ja extrem nachhaltig, weil da wird was ganz Falsches erzählt. Selbst große Wohnmobile im Vergleich zum Nahverkehr, zum Fernverkehr, die fahren ja kaum im Vergleich zu dazu. Teilweise 20 Jahre alt, dann haben die 80.000 Kilometer drauf. Da hat dann im Fernverkehr hätte der 3 Millionen drauf. Das heißt, man muss das immer sehen. Dann halten die auch noch sehr lange, die Wohnmobile. Das heißt, die meisten Concorde, wir sind gerade bei Concorde, fahren noch, selbst wenn die 30, 40 Jahre alt sind. Das ist schon sehr nachhaltig, oder? Ja, also ich glaube schon, dass man sagen kann, dass das Urlaub machen mit dem Reisemobil vom Grunde her schon eine vergleichsweise umweltfreundliche, nachhaltige Form ist. Aber ich denke schon, dass es wichtig ist für die Zukunft, dass wir als Wohnmobilisten das durch unser Handeln auch noch stärken. Ja? Dass Wohnmobilfahren, Wohnmobilreisen als umweltfreundliche Form wahrgenommen wird. Und zwar auch deshalb wichtig, weil für unser Hobby sind Stellplätze wichtig, Campingplätze wichtig. Und die müssen vor Ort genehmigt werden. Und wenn die Akzeptanz nicht mehr da ist für die Wohnmobilreisen, dann wird das schwierig. Von daher ist es aus unserer Sicht wichtig, dass wir Wohnmobilreisen als umweltfreundliche, nachhaltige Form des Reisens darstellen. Und dazu gehört auch unser Engagement. Und deshalb suchen wir auch noch Mitstreiter. Ja? Weil je mehr wir sind, umso mehr können wir auch bewirken. Das wäre ganz wichtig. Du fährst selbst wahrscheinlich keinen Concorde, oder doch? Ja, ich fahre einen Hymer. Hymer. So, sehr schön. Du bist wahrscheinlich schon von klein auf auch im Wohnmobil gewesen oder im Wohnwagen? Ja, tatsächlich. Die Sommerurlaube, früher immer mit einem gemieteten Wohnmobil. Wir waren überall. Also es waren auch immer die schönsten Sommerurlaube. Wo war der? Hey, ich weiß nicht, wir waren in England, Kroatien, Spanien, Italien. Also da, wo man in Europa gut hinreisen kann. Aber auch, glaube ich, ganz früh mal in Kanada. Da war ich aber noch sehr jung. Und ich muss echt sagen, waren die schönsten Reisen, die man immer gemacht hat, weil man unglaublich viel gesehen hat. Ja, dein Vater war ja entsprechend Einsatz, öffentlicher Dienst, das Bundeskriminalamt. Merkt man das als Kind, dass er sehr, sehr genau arbeitet? Oder? Ja, das merkt man. Vor allem, ich bin mittlerweile fertig im Master studiert und auch während dem Studiengang hat man das natürlich gemerkt. Ja, wird immer mal nachgefragt, ne, und wie man das macht und ob man denn im Zeitplan ist und was weiß ich. Ne, das heißt, du irgendwelche Feten hast du nicht miterlebt, oder? Feten? Ja. Nee. Also eine WG-Feier oder so, wo du mal warst? Nee. Also ich habe während des Studiums. Ja, wir haben schon in Stuttgart gewohnt, das heißt, was er mitbekommen hat, das war immer relativ. Ne? Es wurde nicht alles erzählt. Nee. So, warum ich darauf hinausgehe, ist, das Ganze hat ja viel mit Geld zu tun. Da fließt schon einiges an Geld, was kommt. Ihr pflanzt viele Bäume. Ja. Du selbst, öffentlicher Dienst, Bundeskriminalamt, du gehst damit vertrauensvoll um. Was ist deine Aufgabenverein? Du bist der Chef? Ich bin der Vorsitzende. Wir haben aber noch 2 weitere Vorstandsmitglieder. Einmal einen Vertreter von mir und dann natürlich auch den klassischen Kassenwart. In der Tat, deswegen war es auch wichtig, dass wir einen Verein bilden, ja, damit wirklich mit den Geldern vertrauensvoll umgegangen wird. Und wir haben jetzt in den 2 Jahren, wie gesagt, 3.500 Bäume gepflanzt und fast 13.000 € dafür gespendet. Krass, das heißt, die Bäume sind gar nicht so billig, wenn sie klein sind? Oder? Die sind nicht billig, also der einzelne Setzling an sich ist gar nicht so teuer. Aber wenn wir beispielsweise für einen Baum in etwa 5 € bezahlen,
dann ist da natürlich dabei die Vorbereitung durch das Forstamt und vor allen Dingen ganz wichtig die Nachpflege. Weil es bringt nichts, einen Baum in die Erde zu setzen, dann ist der 3, 4, 5 Tage, wenn es nicht regnet, ist der wieder kaputt. Ja? Oder es muss was ausgeschnitten werden. Wildschweine. Wildschweine, genau. Es müssen Zäune zum Teil drumherum gebaut werden. Und das ist alles in dem Preis mit drin. Das heißt, für uns ist schon wichtig, nicht nur jetzt mal schnell einen Baum in die Erde zu setzen, sondern schon auch dafür zu sorgen, dass der groß werden kann. Ja. So, du bist fit in Sachen, was darf ich nicht. Darf man einfach Bäume pflanzen in der öffentlichen Natur? Ja, es gibt kein Gesetz, was das verbietet. Ach so, das ist in Deutschland so, alles, was nicht verboten ist, ist erlaubt. Ja, nicht ganz. Nicht ganz, aber Sie können, wenn Sie jetzt zum Beispiel in Ihrem Garten so einen Setzling haben, wo Sie sagen, Mensch, der muss hier raus, dann können Sie den schon in den Wald setzen. Da wird Ihnen kein Förster einen Strick draus drehen. Ist aber so, dass ihr da entsprechend zusammenarbeitet, ihr guckt, dass die Förster das wissen, wo die gepflanzt werden, die gucken nach den Bäumen. Was ist pro Aktion, was wird da ungefähr gepflanzt? 100 Bäume? Mehr. Also wir haben natürlich klein angefangen mit 200 Bäumen. Aber wir haben jetzt beispielsweise vor einigen Wochen in Mecklenburg-Vorpommern gepflanzt, in der Nähe von Wismar. Da haben wir 800 Bäume gepflanzt. Und wir haben im Herbst noch 2 Aktionen. Der da auch? Er hatte da keine Zeit, er musste seine Masterarbeit schreiben. Na gut, das ist ein gutes Argument. Ja, eben. Nee, aber wir haben jetzt im Herbst noch 2 Aktionen laufen. Eine große mit Concord zusammen, auch hier im Raum, wo wir jetzt momentan sind. Und da werden wir 1000 Bäume zusammenpflanzen. 1000 Stück. So. Also es ist schon eine ganze Arbeit. Also wir haben jetzt in Mecklenburg-Vorpommern mit den 800 Bäumen, da waren wir 20 Leute, da haben wir schon den ganzen Tag über gebuddelt und geschuftet. Mit Pause natürlich. Ja, das muss schon sehr schön. So, wir werden jetzt mal ein bisschen Werbung dafür machen. Also wenn ihr Mitglied werden wollt, kann ich auch nur spenden, wenn ich sage, ich will jetzt keine Bäume pflanzen. Ja, geht auch über unsere Homepage, kann man eine Baumspende geben. Jeder bekommt von uns dann auch die Information, wofür das Geld tatsächlich eingesetzt wurde, wo wir damit auch Bäume gepflanzt haben. Die Information fließt zurück, wenn gewünscht. PayPal, Bitcoin, was nehmt ihr alles? Na, PayPal oder klassische Überweisung. Überweisung aufs normale Konto, das ist da. Also geht mal auf die Seite wohnmobilfürklimaschutz.de, da findet ihr alles. Und ja, das Ganze findet statt. Ihr seid jetzt auch im Wohnmobil hier? Wir sind auch im Wohnmobil hier, ja, tatsächlich. Ist das schön mit dem Vater mal zu reisen nochmal? Ja, ist ein Vater-Sohn-Wochenende, ne? Ja. Es ist ein Vater-Sohn-Wochenende. Wir haben Spaß, das ist cool. Ja. Und du bist allein in der Familie als Kind? Ich bin das Einzelkind, ja. Das Einzelkind? Ja, ich bin das Einzelkind. Ah, ein Traum, ja. Super. Das heißt, es hat ja nichts gefehlt. Ich zeig's mal gerade. Nee, aber nie an irgendwas. Nie an irgendwas. Gefehlt, ja. Nicht so wie bei den Bäumen, wie es da ist. Ja, das Ganze hat auch eine Webseite, wohnmobilfürklimaschutz.de. Ihr habt eine Seite. Ihr seid erreichbar. Das ist das Schöne, wenn einer mal Fragen hat, wo was stattfindet. Die Informationen, wann ihr wo pflanzt. Facebook? Facebook, Instagram, Homepage. Also das ist ganz transparent. Ihr seid bundesweit unterwegs, habt Gruppen. Ja. Das Ganze soll wachsen. Du hast zu mir gesagt, du gibst nicht auf, bis du irgendwann mal unter der Erde liegst. Das wird dein praktisch letztes Projekt werden, großes, oder? So ist es. Okay. Ja, also ich bin wirklich damit jetzt groß geworden. Das ist mein Baby und ich würde mich freuen, wenn wir einfach noch mehr werden. Wir sind aktuell 172 Mitglieder bundesweit. Wow. Aus 13 Bundesländern. Das heißt, 3 Bundesländer fehlen uns noch. Aber das ist eigentlich schon ein Riesenerfolg. Aber es wäre schön, wenn wir noch mehr wären. So, ihr seid auch kein Verein, der in die Fußgängerzone geht, die Leute anspricht. Ihr werdet doch mal Mitglied, sei wichtig und so weiter. Nee, ihr seid also ein ganz normaler, das ist jetzt mal eine Aktion. Ich muss dazu sagen, die Leute von Concord haben mich angesprochen, haben gesagt, das ist eine prima Sache, macht doch mal ein bisschen Werbung dafür. Also wenn ihr Lust habt, ja, geht auf die Seite drauf. Dein Name bitte nochmal? Albert Merkel. Merkel? Merkel wie die frühere Bundeskanzlerin, nur ein bisschen anders geschrieben. Alles klar, findet ihr aber auch auf der Seite. Merkel mit E, oder? Mit E, ja. Steht aber alles auf der Seite. Also da ist es drauf. Und ich danke dir herzlich. Vater-Sohn-Wochenende, das muss ja auch mal sein. Die Leute werden dich schon vermisst haben. Auch Bäume pflanzen ist demnächst angesagt. Du weißt, ich habe das jetzt gezeigt. Ja, tatsächlich. Hast du schon mal einen Baum gepflanzt? Tatsächlich mit dem Verein, ja. Als wir den Verein gegründet haben, haben wir bildlich einen Baum gepflanzt, damals in Wiesbaden. Wann war das? Wann war das? Ende 2019 war das. Also ihr seid schon länger dran jetzt. Wir sind schon länger dran und ich unterstütze immer gerne, gerade hier bei sowas, weil ich auch nicht auf den Mund gefallen bin und immer Leute gerne mal anquatschen. So, wenn du mal gerade deinen Vater in den Arm nimmst, dann mache ich das Abschlussfoto für euch. Wir sind nämlich heute am 27. Mai 2020, das Himmelfahrtstreffen von Concord. Vater und Sohn vereint für einen guten Zweck. Und vielen Dank noch an Concord für die Fördermitgliedschaft. Fördermitglied, richtig? Ja. Fördermitglied. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, danke. Tschüss.